ist der Airbus A320 von Discover Airlines und der bringt uns jetzt von München nach Teneriffa. Los geht's. Wir sind jetzt auf dem Rollfeld und das Boarding lief eigentlich ganz gut ab. Es hat ungefähr 40 Minuten gedauert, weil wir auch mit dem Bus fahren mussten. Aber es lief eigentlich alles recht zügig ab und jetzt geht's dann los. Das, womit wir fliegen, das ist ein Airbus A320-200, also kürzere Version. Der hat 32 Sitzreihen. Wir sitzen genau oder ziemlich genau in der Mitte, Reihe 14. Und was der auch noch hat, vorne 5 Reihen Business Class. Wobei das eigentlich so eine typische Business Class für wie bei einer Kurzstrecke. Das heißt, das ist genau dieselben Sitze, bisschen mehr Sitzabstand und der mittlere Sitz bleibt frei. Viel Beinfreiheit hat man hier leider nicht. Das heißt, über 1,85 Meter wird es schon etwas schwierig. Hey, die Sitze sind so typisch für einen Kurzstreckenflieger. Das sind zwar modernere Sitze, relativ dünn, relativ straff gepolstert, ist okay, wenig Platz. Und man sitzt auch relativ aufrecht. Man kann es auch nur ein bisschen nach hinten kippen. Für 4,5 Stunden geht das schon, aber es ist schon an der Grenze. Für mich, also wegen meiner Körpergröße, 1,85. Mir kommt das vor, die Inneneinrichtung, als wäre das die bisherige Lufthansa-Ausstattung, die einfach hier 1:1 übernommen wurde. Vielleicht ist jetzt die Lufthansa jetzt auch noch moderner eingerichtet, die Kurzstreckenflieger, aber das ist definitiv das Lufthansa-Design. Auch von der Sitzanordnung, Sitzdesign, Ausstattung und so weiter. Die Gepäckfächer sind auch Standard, auch relativ klein, also nicht wie vergleichbar mit einer Langstrecke. Das heißt, man muss eigentlich schon aufpassen. Teilweise muss man dann seinen Koffer oder Rucksack vielleicht unter den Vordermann drunter verstauen. Oder den Sitz vom Vordermann. Man sieht jetzt auf den ersten Blick schon, es gibt keinen Monitor im Vordersitz. Dafür hat man hier ein paar Zeitschriften, und zwar für den Onboard-Shop, die Sicherheitshinweise und für die Onboard-Bar. Da gibt es verschiedene Angebote, die man natürlich kostenpflichtig erwerben muss. Da es eine Billig-Airline ist, wird hier natürlich inklusive kein Mittagessen angeboten, aber ich finde, die Preise sind im Rahmen, ich sage jetzt mal Flughafenpreise. In der Onboard-Bar von Discovery Airlines gibt es ein paar Snacks. Es wird auf jeden Fall angeboten warme Mahlzeiten, es werden Snacks angeboten, Getränke und Heißgetränke. Und man kann hier auch kombinieren, und das heißt, es gibt Meal Deals, wo man sich ein warmes Essen plus ein Getränk oder ein Snack plus ein Wein gönnen kann. Und wie gesagt, die Preise sind, würde ich jetzt sagen, ja, teuer, aber Flughafenpreis. Wobei ja so für 6 Chicken Nuggets 5,99 € finde ich dann doch ein bisschen teurer. Aber das Chicken Teriyaki für 8 € finde ich jetzt eigentlich geht. Genau, hier gibt es noch ein paar Snacks. Hier, Cocktail Deal. Ein Aperol Spritz oder ein Bacardi Mojito. Also für den Preis von, was war es, 9 €, ist es ganz okay. Es ist nichts Besonderes. 3 von 5. Was ist dann alles dabei? Ja, wir haben Hähnchenfleisch mit Teriyaki-Soße, wir haben Reis und nochmal Gemüse, verschiedene Gemüsesorten. Mais, Bohnen, Paprika. Gewürzt ist es ein bisschen lasch. Aber naja, man merkt zumindest Teriyaki raus, dass es das sein soll.
Was ich ziemlich cool finde, dadurch, dass wir ja keine Bordunterhaltung hier in Form eines Monitors haben, aber es gibt hier ein Onboard-WLAN und da wird die Bordunterhaltung darüber angeboten und das kostenlos. Hier gibt es zwar nicht sehr viele Filme, aber auf jeden Fall einiges, das man sich dann doch anschauen kann. Und es sind doch relativ bekannte und vor allem auch recht neue Filme. Da bin ich jetzt dann doch überrascht, muss ich sagen, dass hier bei der Billig-Airline dann doch sowas angeboten wird. Und finde ich aber eigentlich auch eine richtig coole Idee, dass anstatt hier Monitore zu verbauen, wo man dann die Bordunterhaltung hat, dass dann alternativ auf dem Handy mit kostenlosem WLAN angeboten wird. Bordservice geht absolut in Ordnung. Das Bordpersonal ist super nett. Und naja, wenn man was zu trinken will, naja, ein Wasser gibt's gratis und der Rest kostet halt was. Aber das ist eben bei Discover Airlines einfach so. So, ich wollte mir jetzt noch kurz mal hier die Bordtoilette anschauen. Ja, die ist ziemlich eng, ziemlich klein. Also enger und kleiner als man es sonst in der Economy gewohnt ist. Ansonsten, ja, so das Übliche, was man hier vorfindet, aber eben wie gesagt, sehr, sehr eng. Jetzt schon im Landeanflug auf Teneriffa, haben jetzt einen 4,5 Stunden Flug hinter uns, der ziemlich angenehm war, bis auf jetzt gerade, da es sehr wackelt. Aber das liegt daran, dass sehr viele Wolken da sind. Ansonsten war der Flug wirklich super und wir sind jetzt ungefähr in 20 Minuten dann da. Und man kann auch Teneriffa schon leicht durch die Wolken sehen. Jetzt sind wir in Teneriffa angekommen. Nach einem doch recht guten Flug mit dem A320-200 würden wir jetzt nochmal mit Discover Airlines fliegen. Ja, klar. Weil Preis ist gut, Leistung war absolut okay. Wir sind da. Essen hat erst extra gekostet, aber whatever. Also nach 4 Stunden kann man auch mal ohne Essen auskommen. Und das war's. Lasst gerne ein Abo da und guten Flug.